Wenn du nach Deutschland kommst, gibt es einige kulturelle Eigenheiten, die es zu beachten gilt, um Missverständnisse zu vermeiden und sich gut zu integrieren. Hierbei möchte ich euch nichts verbieten oder sagen, dass ihr genauso sein solltet wie die Deutschen, aber falls das doch dein Ziel sein sollte, dann werde ich dir dabei helfen. Vielleicht ist es auch hilfreich zu wissen, was die Norm ist, um selbst entscheiden zu können, inwiefern man sich selbst anpassen kann oder möchte. In Deutschland gibt es einen weit verbreiteten Aberglaube, der besagt, dass es Unglück bringt, jemandem vor dem eigentlichen Geburtstag zu gratulieren. Dieser Glauben ist tief in der deutschen Kultur verwurzelt und wird von vielen Menschen ernst genommen. Die Gründe dafür sind vielfältig und gehen oft auf alte Aberglauben zurück. Neben dem Aberglauben spielt auch die soziale Etikette eine wichtige Rolle. In vielen Familien- und Freundeskreisen wird erwartet, dass man dieser Tradition respektiert und eben erst am Geburtstag selbst gratuliert. Dies gilt als Zeichen des Respekts gegenüber der Person, die Geburtstag hat. Was macht man aber, wenn man den Geburtstag vergisst? In meiner Heimat gratuliert man oft früh, um zu vermeiden, dass man den Geburtstag vergisst. Besonders wenn man die Person am eigentlichen Geburtstag nicht sehen wird. In Deutschland ist das aber anders. Falls man den Geburtstag einer Person vergessen hat und erst nachträglich gratulieren möchte, ist dies in der Regel kein Problem. Späte Glückwünsche werden oft mit Verständnis aufgenommen, während zu frühe Glückwünsche als unhöflich empfunden werden. Lieber zu spät als zu früh, aber natürlich wäre es am besten, am eigentlichen Geburtstag zu gratulieren. Es ist wichtig, kulturelle Traditionen und Aberglauben zu respektieren, besonders wenn man in einem Land lebt oder arbeitet, in dem diese eine große Rolle spielen. In Deutschland sollte man deshalb erst am Tag des Geburtstags gratulieren, um Missverständnisse und ungewollte Fauxpas zu vermeiden. Gibt es auch sowas in deiner Heimat? Schreib es mir gerne in die Kommentare, das würde mich nämlich interessieren. In Deutschland gibt es ein gut etabliertes Pfandsystem, das dazu beiträgt, die Umwelt zu schützen und Recycling zu fördern. Durch das Sammeln und Zurückgeben von Pfandflaschen und Dosen wird die Menge des Mülls erheblich reduziert. Dies hilft, die Umweltbelastung zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen. In Deutschland bezahlt man beim Kauf von Getränken in Pfandflaschen und Dosen ein bisschen Geld, also zwischen 2 und 25 Cent zusätzlich. Dieses Geld bekommt man wieder, wenn man diese zurückgibt. Man muss aber nicht unbedingt zurück zum gleichen Laden gehen. Du musst auch nicht unbedingt etwas vom Laden kaufen, wenn du Pfand zurückgibst. Du kannst das Geld auch bar zurückbekommen. In Deutschland ist es tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, Pfandflaschen und Dosen zurückzugeben. Wenn du das nicht tun möchtest oder kannst, zum Beispiel weil du irgendwo hingehst, wo du sowas nicht mithaben kannst, kann man Pfand bei einem Mülleimer in der Öffentlichkeit lassen. Solange das Pfand gut sichtbar ist und so, wird bestimmt jemand anderes das mitnehmen. Im Allgemeinen wird die Mülltrennung in Deutschland sehr ernst genommen und das Pfandsystem ist ein Teil davon. In der deutschen Kultur ist Pünktlichkeit tief verankert. Viele Deutsche empfinden Unpünktlichkeit als unhöflich oder sogar respektlos. Es ist eine kulturelle Erwartung in vielen Bereichen des Lebens, von Geschäftstreffen bis zu sozialen Veranstaltungen. Dabei ist es allerdings wichtig zu wissen, was als pünktlich zählt. Für einen Arzt- oder Behördentermin versuche ich immer ungefähr 10 Minuten
vor dem eigentlichen Termin da zu sein. Für ein berufliches Termin wie ein Interview oder ähnliches versuche ich wirklich genau rechtzeitig da zu sein. Es kann manchmal auch unhöflich wirken, früh aufzutauchen. Das ist eine schwierige Balance. Ich versuche ehrlich gesagt auch in dem Fall 10 Minuten früher da zu sein, falls es doch Probleme mit Stau gibt. Dann spaziere ich rum, bis es wirklich Zeit ist. Wenn ich mich mit Freunden treffe, um bei ihnen zu essen, zusammen Sport zu machen oder einen Spiele- oder Filmabend zu machen, dann würde ich auch versuchen, ungefähr rechtzeitig da zu sein. Aber hierbei gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Puffer. 15 Minuten, vielleicht auch 30 Minuten später da zu sein, wäre völlig in Ordnung. Das klingt eventuell alles kompliziert, wenn deine Kultur das anders handhabt, aber wenn du dir unsicher bist, kannst du je nachdem die Person, die die Veranstaltung organisiert, einfach fragen oder andere Leute, die in Deutschland leben, fragen, wann sie an deiner Stelle auftauchen würden. Mit der Zeit wirst du merken, wann du der Letzte oder der Erste bei einer Veranstaltung oder Party warst. Und auch davon wirst du lernen, Stück für Stück. In Deutschland gibt es ungeschriebene Regeln, die das tägliche Leben erleichtern und den Verkehrsfluss verbessern. Eine dieser Regeln betrifft das Verhalten auf Rolltreppen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Orten. Auf Rolltreppen in Deutschland sollte man rechts stehen, damit Leute, die es eilig haben, links noch vorbeikommen können. Diese Regel ermöglicht es Menschen, die es eilig haben, schneller voranzukommen, ohne sich durch eine stehende Menschenmenge drängen zu müssen. Achte darauf, dass du keine Taschen oder Rucksäcke auf der linken Seite lässt, da das den Weg für die anderen Menschen blockieren könnte. Und wenn du in einer Gruppe reist, dann versuche eben hintereinander zu stehen, anstatt die gesamte Breite der Rolltreppe einzunehmen. Falls du es eilig hast und die Person vor dir die linke Seite nicht frei lässt und du eben nicht vorbeikommst, dann kannst du immer Entschuldigung sagen. In Deutschland wird großer Wert auf Respekt und Rücksichtnahme gegenüber anderen gelegt. Lautes Telefonieren in öffentlichen Verkehrsmitteln kann als störend empfunden werden, da es die Ruhe der Mitreisenden beeinträchtigt. Es kann auch oft als unhöflich angesehen und kann negative Reaktionen hervorrufen. Hierbei geht es auch darum, dass Menschen in Deutschland ungern aufgenommen oder fotografiert werden. Wenn du also mit Video telefonierst, kann es auch unangenehm sein, da es unklar ist, ob das Video auch aufgenommen oder sogar gescreenshottet wird. Viele Menschen nutzen die Zeit in Zügen und Bussen, um zu lesen, zu entspannen oder zu arbeiten und schätzen dementsprechend eine ruhige Umgebung. Mit Kopfhörern oder allgemein einfach ohne Lautsprecher ist es viel weniger störend. Aber auch dann versuchen Menschen in Deutschland nur sehr kurz am Telefon in Öffis zu sein. Das wird auch in Cafés, Warteräumen und anderen geschlossenen Räumen ähnlich gehandhabt. In Deutschland ist man allgemein viel leiser als zum Beispiel in meiner Heimat. Wie ist das in deiner Heimat? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich bin nicht alleine damit. Was hier auch anders ist, ist, wie viel Respekt die Deutschen im Allgemeinen vor der Fußgängerampel haben. In Deutschland ist es wichtig, die Verkehrsregeln zu respektieren. Und das heißt auch, dass man bei Rot nicht über die Straße geht.
Wenn man einen Deutschen fragt, warum das so ist, beantworten sie oft, dass sie sonst ein schlechtes Vorbild für Kinder wären. Kinder lernen durch Beobachtung. Wenn Erwachsene bei Rot über die Straße gehen, könnten Kinder denken, dass es sicher ist, dasselbe zu tun, was sie in Gefahr bringen könnte. Vielleicht können wir als Erwachsene ziemlich gut einschätzen, wie schnell ein Auto gerade fährt oder wer überhaupt als nächstes dran ist und wohin er vielleicht abbiegen wird. Aber für Kinder ist das viel schwieriger. Dann ist es wirklich leichter, wenn sie immer bei Rot stehen bleiben. In Deutschland kann das Überqueren der Straße bei Rot sogar zu einem Bußgeld führen. Die Polizei überwacht oft stark befahrene Straßen, um sicherzustellen, dass die Regeln eingehalten werden. In der deutschen Kultur wird großer Wert auf Ordnung und Regelkonformität gelegt. Die Beachtung von Verkehrsregeln, einschließlich der Fußgängerampeln, wird als Zeichen von Respekt und Rücksichtnahme angesehen. Das Gleiche gilt für die Nutzung von Fahrradwegen. Fahrräder sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel in Deutschland. Es ist wichtig, auf Radwege zu achten und Radfahrer nicht zu behindern. Fahrradfahrer bewegen sich ziemlich schnell und oft unerwartet. Wenn Fußgänger auf dem Fahrradweg stehen oder gehen, erhöht sich das Risiko von Unfällen, die sowohl für den Fußgänger als auch für den Fahrradfahrer gefährlich sein können. In vielen deutschen Städten ist es verboten, den Fahrradweg als Fußgänger zu nutzen. Wenn man auf dem Fahrradweg geht, kann man ein Bußgeld bekommen, genau wie Fahrradfahrer auf dem Gehweg. Fußgänger und Fahrradfahrer sollen eben getrennt bleiben, außer wenn es anders gekennzeichnet wird. Ich habe euch schon gesagt, wie ihr Gefahr, Fauxpas und Bußgelder vermeiden könnt. Aber jetzt habe ich einen Zusatztipp für euch. Das, was dir am meisten Schwierigkeiten bereiten wird, ist die Sprache. Du könntest alles richtig machen, aber wenn du dein Deutsch nicht verbesserst, wird es schwieriger sein, gute Jobs zu kriegen, Freunde zu finden und Termine bei Behörden und Ärzten zu meistern. Ich weiß, dass viele Leute nicht genug Zeit haben, um konzentriert Deutsch zu lernen. Hier sind meine Tipps, um euer Deutsch zu verbessern mit wenig Zeit. Also, bis dann. Tschüss!